Willkommen beim 4. Teil unserer Videoreihe Warum der Spitz ist, wie er ist. Nachdem wir uns bisher mit der Geschichte und dem Charakter des deutschen Spitzes beschäftigt haben, werfen wir heute einen detaillierten Blick auf sein Äußeres, da wir klären wollen, warum er eigentlich aussieht, wie er eben aussieht. Da sich aus den Eigenschaften das Aussehen ergibt, auch bekannt als Form follows Function, schnappen wir uns jetzt die Eigenschaften des Spitzes und basteln uns einen Wachhund. Los geht's! Wie bereits im 3. Video besprochen, sollte ein ordentlicher Wachhund unbedingt innerhalb seines Einsatzbereiches bleiben und daher weder jagen noch streuen. Damit nun der Wachhund nicht jagt, muss ihm einerseits das Interesse an der Hatz fehlen und andererseits sollte er schlicht körperlich nicht dazu in der Lage sein, ein Tier schnell über weite Distanzen zu hetzen. Dafür sorgt beim Spitz sein quadratischer Körperbau mit kurzem Rücken und mäßig gewinkelter Hinterhand. Quadratisch heißt, dass die Widerristhöhe der Länge des Rückens entsprechen muss, also Höhe zu Länge ist 1:1. Zu erkennen, ob ein Spitz wirklich quadratisch ist gar nicht so einfach, denn Mähne und Hosen lassen ihn länger wirken, als er wirklich ist. Anhand dieser Grafik kann man jedoch gut erkennen, dass diese Hündin hier tatsächlich quadratisch gebaut ist. Mit diesem kurzen Rücken und seinen geraden Hinterachsen ist der Spitz nun wahrlich kein Ausdauersportler. Muss er aber auch nicht, denn er verrichtet seinen Dienst ja schließlich nur im näheren Umfeld. Flink sollte er allerdings unbedingt sein, um möglichst schnell am Ort des Geschehens ankommen zu können. Und flink und wendig ist der deutsche Spitz. Um einen derart scharfen Galopp auf kurze Distanz laufen zu können, wie der Spitz es kann, muss seine Beinlänge ca. 50% seiner Höhe ausmachen. Also die Höhe seiner Beine entspricht ungefähr der Höhe seines Brustkorbes. Sind die Beine des Spitzes zu lang bzw. der Rücken zu kurz, hat das direkt negative Auswirkungen auf seine Schnelligkeit. Solche Hunde laufen viel im Passgang und können nicht vernünftig springen. Was wir jetzt haben, ist ein hoftreuer und flinker Wachhund. Reicht uns das? Nee. Beeindrucken muss so ein Wächter nämlich auch noch, sodass es sich fremde Zweibeiner und Vierbeiner zweimal überlegen, ob sie sich wirklich mit ihm anlegen wollen. Dafür braucht unser Wachhund eine entsprechende Ausstrahlung. Und die bringt der deutsche Spitz mit. Er strahlt Stolz und Selbstbewusstsein aus, wirkt dabei aber immer auch aufgeweckt und irgendwie keck. Man sieht ihm einfach an, dass er zum einen sehr intelligent und mutig ist und dass ihm zum anderen der Schalk im Nacken sitzt. Selbst dieser Spitzwelpe hier hat schon diesen stolzen und erhabenen Ausdruck. Wirkt ein Spitz vom Ausdruck her depressiv oder irgendwie melancholisch, stimmt fast nicht. Echte Spitze sehen Kesse aus. Unser Wachhund soll aber auch körperlich kolossal aussehen. Dafür bekommt er eine imposante Löwenmähne um den Hals und eine reichlich behaarte und über dem Rücken getragene Rute. Die Mähne erfüllt gleich zweierlei Funktionen. Sie macht einerseits mächtig Eindruck und dient andererseits als Schutz vor potenziell tödlichen Halsbissen von Artgenossen. Die über dem Rücken getragene Ringelrute mit dem buschigen Fell macht den Spitz nicht nur optisch größer, sondern strahlt auch ein mindestens ebenso großes Selbstbewusstsein aus. Dafür trägt Spitz seine Rute unbedingt über dem Rücken. Die Rute hängt weder schlaff vom Rücken runter, noch steht sie ab wie beim Husky. Nicht nur an der Rute, sondern am ganzen Körper muss das Haar unseres Spitzes abstehen. Und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens wirkt abstehendes Fell wie das aufgeplusterte Gefieder bei Vögeln. Es lässt das Tier imposanter und größer wirken und sieht gleichzeitig wie gesträubt aus, so als hätte der Hund eine Bürste und wäre zum Angriff bereit. Zweitens dient das Stehhaar als Schutz vor Witterungseinflüssen. Als Experte für Sicherheit muss sich so ein Spitz 365 Tage im Jahr im Freien aufhalten können, ohne im Winter zu erfrieren, im Sommer zu schmelzen oder sich bei Regen den Tod zu holen. Daher hat der deutsche Spitz ein sogenanntes doppeltes Fell, bestehend aus dichter Unterwolle und festem Deckhaar. Ist das Fell zu weich oder zu seidig, ist es auch nicht wetterfest. Dadurch, dass das Spitzfell absteht, bilden sich isolierende Luftschichten zwischen Fell und Haut, die vor Kälte, Hitze und Nässe schützen. Damit das Fell des Spitzes ganzjährig abstehen kann, weist es auch im Sommer noch Unterwolle auf. Lassen Sie Ihrem Spitz daher auch im Sommer noch etwas Unterwolle im Fell. Hängt es wie gekochte Spaghetti herab, dann haben Sie es etwas zu gut gemeint. Gut gemeint ist jedoch nicht gut gemacht, denn Ihr Spitz ist nun nicht mehr vor der Hitze geschützt. Das Spitzfell muss zwar am ganzen Hundekörper abstehen, wirklich lang ist es jedoch nur an der Mähne, an der Rückseite der Vorder- und Hinterläufe und an der Rute. Am restlichen Körper ist das Fell des Spitzes wesentlich kürzer, sodass die Mähne hier wie abgesetzt aussieht. Jeder Spitzbesitzer kennt ja die Situation, wenn einen Menschen auf der Straße mitleidig angucken und sowas verlauten lassen wie „Na, den müssen Sie sicher sehr oft kämmen." Ein dickes Nein. So ein Bauer hatte früher nämlich Besseres zu tun, als sich täglich der aufwendigen Fellpflege seines Hundes zu widmen. Daher hat unser Wachspitz zwar ein prächtiges Haarkleid, aber auch ein pflegeleichtes Haarkleid. Außerhalb des Fellwechsels reicht es aus, den Spitz einmal pro Woche zu bürsten. Und weil das Spitzfell wie mit Teflon beschichtet ist, krümeln selbst dicke Schmutzschichten nach dem Trocknen einfach ab, sobald der Spitz sich schüttelt. Auch im nassen Zustand riecht das Spitzfell übrigens nicht, was ein echter Vorteil ist, wenn man seinen Spitz in der Wohnung hält. Aber zurück zum Thema. Was muss unser Wachhund denn noch gut können? Ja genau, er sollte sehr gut und sehr weit sehen können, um jede Veränderung in seinem Arbeitsbereich auch optisch schnell zu registrieren. Dafür hat der Spitz mittelgroße Mandelaugen.
Über diese Augenform habe ich gelesen, dass Hunde mit Mandelaugen sehr weitsichtig sind. Aus diesem Grund haben wohl auch Hirtenhunde Mandelaugen, um eben Veränderungen der Herde auf große Distanz zu erfassen. Nicht zielführend für einen deutschen Spitz sind daher Kulleraugen, mongolisch geschlitzte Augen oder Augen, die an den Außenseiten nach unten kippen. Da besagter Bauer nicht nur keinen Bock auf Fellpflege hat, sondern auch keine Kohle, kann er sich nur den einen Hund leisten. Dieser muss daher flexibel einsetzbar sein und unter anderem das Vieh des Bauern hüten und treiben können. Dafür braucht der Spitz den Hackenbiss, über den wir bereits im 3. Teil sprachen. Um diesen Hackenbiss präzise ausführen zu können, muss der Spitz mit seinem Hals eine halbe Drehung machen können. Das geht mit einem kurzen Hals nicht, weshalb solche Hunde als schlechte Beißer gelten. Ein nicht ordentlich ausgeführter Hackenbiss stellt im Umgang mit störrischen und vor allem wehrhaften Rindern und Schweinen allerdings ein echtes und durchaus gefährliches Problem dar. Aus diesem Grund muss der Hals des Spitzes eben mittellang sein und weder kurz noch giraffenartig. Wir haben jetzt also einen hoftreuen, wetterfesten, weitsichtigen und eindrucksvollen Wachhund, der auch noch hüten und treiben kann. Fehlt noch was? Aber hallo, klar, wir brauchen noch ein sehr gutes Gehör. Und auch das bringt unser Spitz natürlich mit. Denn er hört auf 5 Kilometer ein Eichhörnchen pupsen. Seine kleinen, dreieckigen Stehohren sind mit kurzem, samtigen Fell bedeckt und entsprechen von der Form her ein bisschen einem Efeublatt. Sie werden immer mit steifer Spitze getragen. Der deutsche Spitz hat ein sogenanntes selektives Gehör. Die Kühlschranktür wird auch auf große Distanz zuverlässig wahrgenommen. Bei Kommandos hingegen gibt es jedoch hin und wieder Übertragungsstörungen. Unser Wachhund soll natürlich auch was hermachen. Daher hat er schöne gerade Beine mit guter Knochenstärke und eine breite Brust. Die Knochenstärke ist wichtig, denn ein Wachhund auf Vogelbeinchen wirkt ja jetzt nicht sonderlich imposant. Zu viel des Guten wollen wir aber auch nicht sehen. Sauerkrautstampfer machen viel zu schwerfällig. Und schwerfällig soll unser Spitz nicht sein. Im Gegenteil. Leichtfüßig und elegant, mit gutem Schub aus dem Allerwertesten, federn deutsche Spitze jedweder Größe durch die Weltgeschichte. Selbst mein großer, sehr männlicher Wolfsspitz sieht beim Spaziergang aus, als würde er auf Stilettos dahin stolzieren. Unser Wachhund hat jetzt eigentlich alles, was er braucht. Fehlt nur noch die Fellfarbe. Und auch auf diesem Gebiet ist der deutsche Spitz, Überraschung, mal wieder äußerst vielseitig. Spitze gab und gibt es nämlich in allen möglichen Farben. Obwohl man früher bei der Zucht die freie Farbwahl hatte, wurde der Großteil der Spitze doch in den klassischen Farben Schwarz, Weiß, Braun und Grau gezüchtet. Es gab daneben aber auch cremefarbene, goldgelbe, fuchsrote, goldbraune und schokobraune Spitze, blaue und gescheckte Spitze, Spitze mit Ticking, Spitze in Black and Tan und Brown and Tan und wildfarbene sowie zobelfarbene Spitze. Das ist ja das Schöne am deutschen Spitz, dass für jeden Geschmack die passende Farbe und die passende Größe dabei ist. Als man die Fellfarbe im Jahre 1958 jedoch zum Dogma erhob, bekam das dem Spitz nicht sonderlich gut und ebenso schlecht bekommt ihm eine Übertypisierung. Immer schon gab es den eher hochbeinigen, schmaleren Spitztypen und den kompakten, schwereren Spitztypen mit tiefer Brust und kräftigem Knochenbau. Solche Abweichungen im Typ sind bis zu einem gewissen Punkt verhandelbar, solange nämlich diese Abweichungen keinen Einfluss auf den Gebrauchswert des Wachhundes Spitz haben. So legte man schon vor dem Erscheinen der Rassestandards zum Beispiel auf eine volle Halskrause und eine reichlich behaarte Rute großen Wert. Auch auf ein quadratisches Gebäude wurde seit jeher geachtet. Langgestreckte Spitze galten als nicht zuchttauglich. Daher sollte man bei aller Begeisterung für Ausstellungen, Pokale und gefragte Fellfarben doch immer auch den Gebrauchswert des deutschen Spitzes im Auge behalten und nicht nur eine vermeintliche, von der Verwendung abgekoppelte Schönheit. Denn eine Hunderasse, die nur auf schön gezüchtet ist, verliert innerhalb weniger Generationen ihre ursprünglichen Qualitäten. Und das wäre doch schade um unseren wunderbaren deutschen Spitz. So, damit sind wir am Ende unserer Videoreihe angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht etwas mitnehmen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen.